Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute, wie ihr sehen könnt, wir sind schon mitten im Wald, denn heute sind wir in Frankreich und wir wollen heute versuchen, alte Abschussanlagen, Abschussrampen für die Vergeltungswaffe 1 zu finden, also die Vissler FI 103. Und es wird halt sehr, sehr spannend, weil hier gibt es in der Nähe wirklich noch sehr viele alte Anlagen. Und ja, die wollen wir uns heute einfach anschauen, deshalb bleibt dabei. Bereit für dein nächstes Abenteuer? Die Nordwand Pro Pants von Revolution Race kombiniert alles, was du brauchst: Flexibilität und Haltbarkeit. Mit 4-Wege-Stretch an Gesäß, Knien und Hüfte passt sich diese Hose jeder deiner Bewegungen an. Gefertigt aus strapazierfähigem Poly-Cotton-Canvas schützt sie dich auf jeder Tour. Für die kalten Tage draußen unser Waffle Half Zip Base Layer Top. Wärme, wenn es am meisten zählt. Die waffelartige Struktur hält die Wärme nah an deiner Haut und bietet herausragende Isolierung. Aus recycelten synthetischen Materialien gefertigt, bietet es dir die Bewegungsfreiheit, die du brauchst, und Daumenlöcher für extra Komfort. Egal, ob du dich bewegst oder entspannst, das Waffle Half Zip hält dich warm. Jetzt entdecken und mit unserem Code ADVENTURE15 15% auf deine nächste Bestellung sparen. Der Code ist bis einschließlich 24. Oktober gültig und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, was mir gleich jetzt hier zu Anfang aufgefallen ist, wo wir jetzt hier in diese Anlage reingekommen sind, ihr seht jetzt hier diesen Betonweg. Und das ist jetzt auch ganz interessant. Man hat jetzt im Prinzip, ist man hier vorgegangen, wie man das halt auch bei Flugplätzen gemacht hat. Man hat jetzt hier einfach nur den Beton hier reingegossen, also keine Trassierung oder mit Eisenbewehrungen gearbeitet, weil das den Grund hat, dass man das halt relativ einfach wieder reparieren konnte. Also wenn es jetzt hier Bombeneinschläge durch Flugzeuge etc. gegeben hätte, hätte man diesen Beton ganz einfach wieder aufgießen können. Ja, das werden wir uns jetzt hier gleich noch weiter anschauen, weil diese Wege sind sehr wichtig, da man hier versucht hat, oder man ist hier mit den LKWs natürlich reingefahren, weil die V1, die Raketen, beziehungsweise es ist ja eigentlich ein Marschflugkörper, es ist ja keine Rakete in dem Sinne, es ist ja der erste Marschflugkörper. Die hat man hier einfach mit LKWs angeliefert, und zwar von Verladerampen. Von der Eisenbahn ist das Ganze hier erstmal hertransportiert worden. Das wurde also hier nicht gelagert. Es kann sein, es gibt, glaube ich, 4 feste Bunkeranlagen, wo das Ganze noch ein bisschen, ich sag jetzt mal so, mechanisierter abgelaufen ist. Das hier sind, sage ich mal, kleinere feste Anlagen. Es gibt aber auch noch verlegbare Anlagen. Da kommen wir dann aber später nochmal dazu. Auf jeden Fall sind die hier mit den LKWs reingekommen und haben hier im Prinzip die Marschflugkörper angeliefert. Und man hat jetzt halt diesen Betonweg halt auch an den festen Wegestrecken, die auch schon existiert haben. Es sind ja verschiedenste Waldstücke, Wald- und Flurstücke, wo man auch schon ein Wegenetz hatte. Und dies hat man aus Tarnungsgründen dann einfach nur übernommen. Und hier im Prinzip die Betonstraßen reingezogen. So, wir befinden uns jetzt hier in eines dieser Geschosslager. Hier hat man im Prinzip die V1 Marschflugkörper auf kleineren Rollwagen im Prinzip hier drin gelagert. Davon gab es jetzt hier auf diesem Gelände 3 Stück. Ich weiß nicht, ob alle 3 jetzt noch erhalten sind. Das werden wir auf jeden Fall uns gleich anschauen. Und dann hat man im Prinzip diese Marschflugkörper, die haben ja solche kleinen Flügel an der Seite gehabt, in zusammengeklappter Form praktisch hier auf diesen Rollwagen gelagert, bis sie halt dann entsprechend zum Einsatz gekommen sind. Dann hat dieser Bau eine sehr geschwungene Form. Das hat einfach damit zu tun, dass die Druckquellen wieder blockiert werden,
wenn von außen eine Detonation erfolgt, halt auch wieder durch Fliegerangriffe. Und wenn jetzt hier praktisch eine Bombe, eine Granate eingeschlagen ist, dann wurde die Druckwelle im Prinzip absorbiert. Ja, geschützt wurden die ganzen Marschflugkörper natürlich durch den Bau selber. Der hat jetzt hier eine Deckenstärke bzw. eine Seitenstärke Beton von 80 cm. Also musste man schon ordentlich was hier drauflegen, damit man diese Gebäude zum Einsturz bringt. Ja, ihr könnt hier sehen, es gibt hier ein paar Öffnungen. Hier werden wir jetzt einfach mal reingehen und uns das mal anschauen, wie das hier drin aussieht. So. Ja, hier könnt ihr das im Prinzip sehen. Hier unten ist auch schon vorbereitet. Ach, wir hätten auch von da hinten reingehen können, sehe ich gerade. Hier ist das Tor nicht zu. Auf der anderen Seite war es nämlich vermauert gewesen, wenn ihr das da hinten erkennen könnt. Und hier unten ist im Prinzip die Schiene gelegt worden. Ja, und dann ging das hier durch. Ja, der ist schon entsprechend lang. Ja, ihr könnt das hier sehen, hier oben betoniert. Also 80 cm Beton ist hier oben drauf. Und hier an den Seiten, das ist aber auch irgendwie nur Stein. Aber ich glaube, da war noch eine Schicht außen, wo da nochmal Beton drauf war. Wir können das jetzt hier gleich mal an so einem Schluf sehen hier. Hier kommt man nämlich irgendwie, ja, hier seht ihr auch, hier ist ja auch nochmal betoniert. Und da hat man jetzt hier so eine Öffnung gelassen. Vermutlich auch bezüglich der Druckwellen, was ich gesagt hatte, dass das hier besser absorbiert werden kann. Ja, da hinten kommt Melanie, dann können wir mal sehen. Das hat schon einen entsprechenden Ausmaß, das Ganze. Also das ist jetzt wie gesagt 1 von 3 Vorratsgebäuden für die V1. Ja, jetzt haben wir hier schon das nächste Vorratslager für die V1. Also schon das zweite. Ich nehme mal stark an, dass alle 3 erhalten sind. Ja, im Prinzip das gleiche, was ihr schon gesehen habt. Das ist hier sogar abgesichert. Und zwar, ich werde da jetzt auch nicht so reinleuchten, hat man das gemacht, um hier den Tieren Unterschlupf zu geben, Fledermäuse und so weiter. Aber ihr habt es ja gerade schon gesehen, das ist ja nichts anderes jetzt. Ich werde jetzt hier keine große Taschenlampe jetzt anmachen. Ich sehe schon an den Seiten die Fledermauskästen. Ja, das ist ja gleichzeitig halt die Nachnutzung, die man hat, ne? Dass man das den Tieren und Pflanzen hier zur Verfügung stellt, wie es ursprünglich auch gewesen ist. Ja, und hier haben wir Gebäude Nummer 3. Ihr könnt das jetzt auch nochmal an der Seite erkennen, was ich meinte. Mit 80 cm Deckenstärke. Hier oben. Das hier ist im Prinzip das, was betoniert ist. Und hier unten hat man jetzt erstmal irgendwie nur Stein genommen. Also damit im Prinzip von oben direkt Treffer abgewehrt werden können. Ja, und hier unten geht es halt weiter mit diesen betonierten Wegestrecken, weil es halt auch verschiedene Komplexe durchlaufen hat. Der Marschflugkörper, also auch wieder so einzelne Stationen, wo ja das im Prinzip fertig gemacht wurde. Also die sind ja nicht komplett zusammengebaut hier angeliefert worden, sondern man musste noch ein paar Fertigungsschritte machen, bevor die wirklich einsatzfähig gewesen sind. Ja, hier seht ihr jetzt auch nochmal dieses Zugangsportal im Prinzip von der
dritten Station. Und hier in der Mitte ist halt auch wieder für die Fledermäuse-Premiere das Ganze gesichert. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt hier vollkommen in Ordnung. Man hat ein Gebäude gelassen, was man sich anschauen kann. Es ist ja im Prinzip ja halt nur so eine Art Schlauch. Und die anderen Gebäude hat man den Tieren halt überlassen. So, hier in der Mitte der Anlage kommen wir jetzt praktisch zu so einer Art Platz. Ihr könnt hier wieder das Wegenetz hier erkennen, zu den einzelnen Stationen, wo hier auch noch einige Funktionsgebäude untergebracht sind. Wir werden gleich gucken, was das hier in der Front ist. Das hier ist im Prinzip für leere Wagen, also auch wieder für die Rollwagen, wo die V1 draufgesetzt wurde. Und ihr könnt hier erkennen, wir werden das mal eben von der Seite uns anschauen. Das Gebäude war genauso erstellt, genauso gebaut worden wie die Vorratsgebäude. Nun könnt ihr jetzt hier verschiedene Öffnungen erkennen. Das hat aber was damit zu tun, dass man nach dem Krieg diese Gebäude umfunktioniert hat als Wohngebäude, Arbeitsgebäude, was auch immer. Und deshalb sind diese Öffnungen hier drin. Sonst sind die im Prinzip genauso konstruiert worden wie die Vorratsgebäude für die V1. Ja, hier könnt ihr sehen, Türen, hier sind Fenster drin gewesen. Ja, das ist alles dann nachträglich reingekommen. Können wir hier noch mal reingehen. Ja. Im Endeffekt das Gleiche. Nur etwas kürzer und hat jetzt nicht diesen Bogen für die Abweisung der Druckwellen. Und hier oben gibt es halt auch schon viele Beschädigungen. Hier ist auch komplett was weg. Ja. Weiß nicht, ob das nachträglich irgendwie passiert ist. Naja, höchstwahrscheinlich ja. Das hat man irgendwie rausgemacht. Keine Ahnung für was. So, das hier ist eine Pumpenstation. Hier hat man 2 Pumpen untergebracht und Wasserzisternen. Das ist hier auch halb eingegraben, der ganze Bau. Und es sollte letztendlich für die Verteilung des Betriebswassers, was man hier in der Anlage brauchte, für die Dampferzeuger, damit man das Ganze ausspülen kann, um eine schnelle Verkalkung letztendlich zu verhindern. Und man konnte jetzt halt das Wasser hier aus dem zivilen Versorgungsnetz nutzen oder anliefern lassen. Das war im Prinzip beides möglich. Und dieser Dampferzeuger, diese Station, die muss hier halt auch irgendwo in der Nähe sein. Ja, kann jetzt hier leider auch nicht reinschauen. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also 2 Pumpen sind hier drin gewesen. Gehen hier mal rum. Sieht schon irgendwie seltsam aus, der Bau so, ne? Ich dachte erst, dass halt oben auch noch irgendwas installiert gewesen ist, aber dass das jetzt hier eine Pumpenstation ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber klar, dadurch, dass ja alles hier jederzeit bombardiert wurde, musste man ja irgendwie maximale Sicherheit gewährleisten. Und aus diesem Grund ist das halt alles betoniert worden, ne? Ja, kommen wir zur nächsten Station. Und zwar haben wir jetzt hier, oh, das ist alles zugelaufen, sagte Melanie auch gerade. Wären das 2 kleine Bunker gewesen. Hier hat man die Zünder für die V1 aufbewahrt in Holzkisten,
trocken. Also hier gab es auch ein Belüftungssystem, damit hier die Feuchtigkeit draußen bleibt, nicht so wie jetzt. Und da wäre man im Prinzip jetzt reingegangen. Und ja, das waren unterschiedlichste Zünder, aber auch, ich weiß es jetzt nicht im Detail, gab ja wahrscheinlich ja, verschiedene Zünderarten, die man letztendlich verbauen konnte. Das Ganze, diese V1, die hatte ja auch fast 1 Tonne Sprengkraft. Ich glaube irgendwas mit 850 Kilo, also das ist schon sehr massiv. Ja, schade, dass man da nicht rein kann, weil da war es auf jeden Fall, ihr könnt das Orangene sehen, da gab es mal eine Absperrung, die hat man weggemacht. Da hätte man sich das noch angucken können, aber ja, die Treppe wäre hier weiter nach unten gegangen. Das ist alles zugelaufen. Und hier oben seht ihr nochmal die bombensichere Abdeckung. Ja, also das wäre jetzt hier im Prinzip auch nur der Raum gewesen, wo man hier unten dieses Lager hatte, wo die Zünder in diesen Holzkisten verwahrt gewesen sind. Ich glaube, hier ist auch noch ein Teil dieser Belüftungsvorrichtung. Da ist jetzt hier nur so eine Betonplombe drauf und hier versiegelt. Das gehörte wahrscheinlich hier mit dazu dann. Sieht man kaum noch. Ja, ich hatte mich gerade gewundert, weil hier eigentlich von 2 Bunkern die Rede ist und es ist hier direkt daneben dann der nächste. Ja, ihr könnt auch sehen, die Stationen sind schon dicht beieinander. Hier haben wir das Betriebshaus, wo die Pumpenstationen drin sind, also die Pumpen und Zisternen. Hier die erste und da drüben ist die zweite. Jetzt der zweite Bunker für die Zünder. Ja, hier ist er auch komplett zusammengefallen an der Seite, aber ich sehe hier schon Wasser. Auch hier wird nur jetzt nicht reinkommen. Ja, das liegt halt sehr tief in der Erde. Da hätten wir jetzt auch gar keine Chance. Aber trotzdem interessant, wie das hier gemacht wurde. Hier wäre der Treppenzugang gewesen. Die Vieseler Fi 103, auch V1 genannt, wurde von Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs als Vergeltungswaffe entwickelt. Ihr Ziel war es, Großbritannien, insbesondere London, zu terrorisieren und die Moral der Bevölkerung zu brechen. Die Idee war, mit einer unbemannten, ferngesteuerten Waffe große Schäden anzurichten, ohne dass Soldaten unmittelbar in Gefahr waren. Die V1 war eine der ersten Marschflugkörper der Welt und konnte mit hoher Geschwindigkeit über weite Strecken fliegen, bevor sie ihr Ziel erreichte und detonierte. Trotz ihrer zerstörerischen Wirkung wurde sie jedoch auch als verzweifelter Versuch angesehen, das Kriegsgeschehen noch zu wenden. Wo wir uns jetzt drin befinden, ist ein sehr wichtiges Gebäude, was jetzt nur noch ja, rudimentär vorhanden ist. Das hier ist das Richthaus gewesen und deshalb ist dieses Gebäude zu den anderen, die wir jetzt gesehen haben, auch zerstört, weil das ein gutes Ziel gewesen ist für die alliierten Bomber, weil es ein sehr wichtiges Gebäude in dem ganzen Prozess ist. Man hat hier im Prinzip die V1 vorbereitet für die letzten Schritte, also zum Abschuss gebracht. Es wurden hier letztendlich die Zünder montiert, die wir vorhin in diesen kleinen Bunkern gesehen haben. Die wurden hierher gebracht, montiert. Die kleinen Flügel, die hier angeklappt gewesen sind, hat man hier vernünftig montiert. Das Ganze ist hier praktisch mit dem Flaschenzug hier reingebracht worden. Dann gibt es hier auf dem Boden auch solche Rillen. Mal schauen, ob wir die gleich noch erkennen können. Hier sieht man das zum Beispiel, wo der Wagen dann hergefahren ist und ausgerichtet wurde. Das müsste einer dieser Rillen sein. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, man hat in diesem Gebäude kein metallenes Bauteil verwendet, weil hier dieser Kreiselkompass, der installiert wurde in der V1, ausgerichtet hat, damit halt das Magnetfeld sauber bleibt, dass es nicht gestört ist. Und das sind im Prinzip diese letzten Vorbereitungen, die man gemacht hat. Und dann hat man das im Prinzip, man kann es jetzt nicht erkennen, ich weiß nicht, ob das jetzt dieser Weg gewesen wäre. Wahrscheinlich ja, weil hier ist der Rundbogen. Wir können euch dazu nochmal eine Grafik einblenden, damit ihr das besser sehen könnt. Dann war diese V1 hier praktisch in dem Flaschenzug und wurde dann hier praktisch in diese Richtung dann rausgefahren. So müsste das hier in dem Fall gewesen sein.
So. Das, was ihr jetzt hier sehen könnt, ist ein Teil der Rampe. Also das Richthaus war ungefähr jetzt in dieser Richtung. Und da muss es einen direkten Weg jetzt hier gegeben haben. Aber hier mussten wir es jetzt hier irgendwie so komisch umlaufen, der jetzt hier auf die Rampe führt. Gucken wir, inwieweit wir uns das jetzt hier angucken können. Boah. Aha. Hier habt ihr irgendwelche Ösen, höchstwahrscheinlich um die zwischenzeitlich mal abzutarnen, dass man hier vermutlich so ein Tarnnetz drüber gelegt hat. Ne, ihr seht jetzt, es steigt jetzt hier so an. Und die hat natürlich jetzt auch schon Beschädigung. Und die müsste Gesamtlänge so 48 Meter haben. Das Ende da, ich gehe jetzt hier mal vorsichtshalber nicht weiter. Wobei, gucken mal eben. Boah, ich würde jetzt ungern hier in das ganze Zeug reinfallen. Gucken, ob wir jetzt bis davor kommen. Yep. Okay. Da kriegt man schon wieder wackelige Beine. Auf jeden Fall nicht nachmachen, Leute, ne? Bin ich immer ein schlechtes Vorbild. Ja, hier geht's wieder direkt runter. Das heißt, das ist jetzt hier der Punkt gewesen, wo die V1 letztendlich Richtung England abgeschossen wurde. Das Ganze nennt man halt auch Walter-Schleuder, nach dem Konstrukteur, der das im Prinzip gebaut hat. Und das sind jetzt halt wirklich die festen Bauten, Abschussrampen für die V1. Später gab es halt noch diese mobilen Abschussrampen, die man halt schnell verlegen konnte, als die Bomber ja immer öfters gekommen sind und diese Anlagen einfach systematisch zerstört haben und man teilweise halt auch die Abschussrampen wieder näher Richtung Deutsches Reich bringen musste. Dann waren diese ganzen Anlagen sowieso obsolet. Aber das waren halt die ersten Anlagen, die man halt errichtet hatte. Alles hier zugewuchert. Ja. So, wir gehen jetzt noch mal unten an der Rampe her. Ihr könnt schon sehen, am äußersten Ende ist es schon ziemlich hoch. Würde mal mindestens auf 3,50 bis 4 Meter locker ausgehen. Na, ihr könnt ja immer mal einen direkten Vergleich mal sehen, wenn ich jetzt hier reingehe. Hier ist natürlich jetzt scheiß Baumwerk. So, dann habt ihr immer mal die Dimension, wie groß das Ganze jetzt hier wieder ist. Das erkennt man sonst immer so schlecht. Ja, aber da kommt man auch gar nicht durch, da ist alles zugewuchert. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, im Abstand, ich weiß gar nicht, von einigen Kilometern wurden immer solche Waldstücke, Flurstücke verwendet, wo man dann versteckt diese Stadtrampen errichtet hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es jetzt hier im Umkreis von 100 Kilometern jetzt gibt. Mal sind die noch besser erhalten, mal schlechter. Hier hat man das ja auch ein bisschen als Gedenkstätte halt auch genutzt. Deshalb ist das hier wieder auch besser erhalten. Und ja, wir gucken einfach noch, was wir hier noch so finden können. Wir haben ja, glaube ich, noch einige Gebäude, die wir noch nicht gezeigt haben. Hier sehen wir, wie Soldaten der deutschen Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs einen V1 Marschflugkörper zu ihrer Abschussrampe bringen. Zunächst wird die V1 sorgfältig auf einem speziellen Transportgestell positioniert.
Mehrere Soldaten arbeiten zusammen, um die schwere Waffe sicher zur Rampe zu manövrieren. An der Rampe angekommen, wird die V1 präzise auf die Startschiene gesetzt und die Mechanismen zur Arretierung überprüft. Dann beginnt die Vorbereitung für den Start, die Treibstoffversorgung wird überprüft und die Zündmechanismen aktiviert. Sobald alles bereit ist, wird die Rampe in die gewünschte Abschussrichtung justiert. Schließlich wird der Startvorgang eingeleitet. Mit einem lauten Zischen schießt die V1 die Rampe hinunter und hebt in Richtung Ziel ab, angetrieben von ihrem markanten, pulsierenden Strahltriebwerk. Ja, hier, dieses Gebäude, da waren diese Dampferzeuger untergebracht, die wir am Anfang erwähnt hatten. Das sind zwei solche kleinen Wagen gewesen, das nannte man umgangssprachlich auch Kinderwagen, die man für die V1 brauchte, um das Ganze immer wieder zu starten. Und ein Drucklufterzeuger müsste hier auch gewesen sein. Es kann sein, dass der hinter dieser Wand war, weil da unten kann ich durchgucken. Also die zwei Dampferzeuger, die standen hier drin. Und das Ganze musste ja, wie gesagt, immer gereinigt werden. Deshalb wird im hinteren Bereich auch gleich noch ein Wasserbecken sein. Entweder hier hinten oder hier vorne. Aber hier vorne kann ich es mir nicht vorstellen. Das muss ein bisschen größer gewesen sein. Das war auch standardisiert. Hier auf diesen V1-Startplätzen und aber auch regulär auf Flugplätzen, weil man das halt auch brauchte, um gegebenenfalls Brände und so weiter zu löschen. Um diese Anlagen jetzt hier, also die V1 Abschussvorrichtungen, auch von diesen chemischen Rückständen zu befreien, die entstanden sind. Ja, ich glaube, hier ist der Druckerzeuger drin gewesen. Ja. Ja, hier müsste der drin gewesen sein, weil hier unten ist noch so ein Podest. Ja, das haben sie jetzt einfach nur zugemacht, weil das Gebäude schon einsturzgefährdet ist. Also wir haben jetzt gerade nochmal das Gebäude gesucht. Hier gibt es normalerweise noch ein Stoffelager. Das ist aber zerstört. Das müsste wahrscheinlich hier auch irgendwo gewesen sein, wo die Stoffe getrennt voneinander untergebracht wurden, also Kaliumpermanganat und Wasserstoffperoxid, was man ja zusammengesetzt hat für den Katapultstart dann für die V1, für die Dampferzeugung. Und deshalb mussten die Stoffe auch getrennt sein, damit die nicht unabsichtlich eine Reaktion halt auslösen. Und ja, es müsste eigentlich normalerweise hier irgendwo gewesen sein. Hier sieht man noch mal ganz verwittert vermutlich so ein bisschen den Standort der einzelnen Objekte und Funktionsweisen, aber das ist leider schon komplett. Ne, hier kann ich leider gar nichts mehr erkennen. Schade. Ja, wie immer fehlen natürlich auch Gelder, um sowas dauerhaft ja, nicht instand halten, aber zumindest hier von Unkraut und so weiter zu befreien. Ihr seht es ja an den Gebäuden, das sieht natürlich schön verwunschen aus, aber man arbeitet halt immer gegen die Natur, ne? Und das kostet halt Geld. Und es ist ja hier frei verfügbar, es kostet keinen Eintritt, kein gar nichts. Und ja, deshalb ist es normal, dass nicht immer alles auf dem Top-Zustand ist, ist logisch, ne? Ich glaube, das hier ist der Teich. Der ist ein bisschen abseits von dem Gebäude da. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das der Teich ist, dass das jetzt hier kein Bombentreffer ist. Wobei ich mir nicht zu 100% sicher sein kann, weil in direkter Front dahinter ist nämlich auch schon wieder das Richthaus. Ne? Ihr seht, das ist doch schon ziemlich nah beieinander alles. Ist ja auch der Umgebung geschuldet. Der Wald ist ja jetzt auch nicht so riesig. So, und jetzt haben wir hier noch ein anderes Gebäude. Da müssen wir auch noch mal gucken, was das jetzt ist. Das sieht nämlich auch ein bisschen
anders wieder aus. Könnte auch so eine andere Funktion erfüllt haben. Also da hinten, wie gesagt, war das eine Gebäude. Wir sind jetzt ja so einen kleinen Bogen gelaufen, wo die leeren Rollwagen drin standen, die dann genutzt wurden, um bei Anlieferung der V1 Marschflugkörper diese dann abzuholen. Und dann sind die nämlich erstmal hier in die Montagehalle gekommen. Das ist nämlich dieses Gebäude. Hier hat man letztendlich dann erstmal alle Teile überprüft, die angekommen sind, weil das hatte ich ja zu Anfang erwähnt, das ist ja nicht zusammengebaut geliefert worden, sondern in Einzelteilen. Hier hat man jetzt nochmal die Funktion überprüft, ob die Servoantriebe zum Beispiel funktioniert haben, ob die Ruderbewegungen gegeben sind und so weiter, damit die Teile halt auch in Ordnung sind. Und dann hat man das Ganze erstmal zusammengeklappt und dann entweder halt zum Richthaus direkt, wenn es dann auch schon abgefeuert werden sollte, oder halt erst in diese 3 Vorratslager gepackt und da erstmal ja, hinterlegt, bis sie halt zum Einsatz gekommen sind. Aber hier, das war im Prinzip mit der erste Prozess nach Ankunft der Marschflugkörper, der hier durchlaufen wurde. Ja, das Gebäude ist abgeschlossen, ist zu. Ich vermute mal ganz stark, dass hier auch noch irgendwas drin ist. Entweder haben sie so normal irgendwas gelagert oder man sieht vielleicht sogar noch Originaleinbauten. Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Hier steht leider auch kein Schild, wo es irgendwie eine Innenansicht oder sowas gibt. Ja, ich hatte mich jetzt hier nochmal die ganze Zeit gewundert, warum das hier eigentlich so breit ist. Weil klar, die LKWs sind hier angekommen und hier gab es im Prinzip so eine mobile Entladerampe und Kran, der letztendlich die Marschflugkörper von den LKWs da nach unten transportiert hat, damit sie dann hier in die Montagehalle kommen, beziehungsweise da erst auf die Rollwagen und dann in die Montagehalle. Und deshalb ist das hier an dieser Stelle auch so breit, weil das sind ja wieder Sachen, die man von oben halt gut sehen kann. Deshalb hat mich das hier gewundert an der Stelle, aber das ergibt Sinn. So, im Endeffekt ist es das auch gewesen. Wir müssten eigentlich alle relevanten Gebäude jetzt gesehen haben und euch vorgestellt haben, die jetzt hier für den Prozess des Abschusses der V1 Marschflugkörper gedient haben. Und das ist halt immer wieder standardisiert. Es gibt halt, wie gesagt, einige dieser festen Anlagen, die halt zum größten Teil mit diesen betonierten Gebäuden ausgerüstet sind. Und dann, was ich euch schon erklärt hatte, im späteren Verlauf gab es diese mobilen Rampen. Da werden wir sehen, wir sind hier gerade aktuell auf einer kleinen Tour, ob wir sowas halt noch finden. Dann werden wir euch das jetzt in diesem Video zeigen oder halt in einem separaten Video, wenn wir da noch ein bisschen mehr finden dazu. Ja, dann würde ich sagen, oder ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet irgendwas Nützliches für euch herausziehen. Wir werden euch, wie gesagt, hier noch ein paar Grafiken einblenden, damit ihr das Ganze noch ein bisschen besser sehen und verstehen könnt. Und dann würde ich sagen, ja, kommentiert das Video, gebt uns ein Like, ein Abo ist immer gerne gesehen. Und schaut euch hier die anderen Videos an, die wir euch jetzt hier vorstellen, oder schaut allgemein mal auf den Kanal. Wir haben wirklich sehr viele Videos zu dem Thema. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!